Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder was für alle Rennfreunde unter uns. Und zwar kennt ihr ja alle die Rennstrecken von der Rollrennstrecke. Da gibt es ja mittlerweile jede Menge zur Auswahl. Doch jetzt habt ihr ebenfalls noch die Möglichkeit, euch eure eigene Strecke zu kreieren, nämlich mit dem neuen Trackbuilder von Rollrennstrecke. Hier könnt ihr euch individuell eure eigene Rennstrecke zusammenstellen und dann produzieren lassen. Und wie das alles funktioniert, vom Erstellen der Strecke über den Bestellvorgang bis zum fertigen Produkt, das zeige ich euch heute hier in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, jetzt sind wir hier am PC und müssen im Grunde nur bei Google zum Beispiel einmal Rollrennstrecke eingeben, um auf die Homepage zu kommen vom André. Da haben wir sie schon, die klicken wir einmal an. Dann kommen wir auf die Startseite von Rollrennstrecke, das können wir erstmal wegklicken. Dann haben wir hier oben den Trackbuilder, da können wir einmal draufklicken. Hier gibt es dann noch jede Menge Informationen, die könnt ihr euch dann mal durchlesen. Wir starten jetzt einfach mal hier den Streckengenerator und kommen hiermit dann auf die Hauptoberfläche vom Generator selber. Da haben wir dann hier oben als allererstes ein paar Knöpfe. Einmal ein Plus- und ein Minus-Zoom-Element, wo wir die Strecke raus und rein zoomen können. Falls sie mal etwas größer sein sollte, kann man die dann etwas rauszoomen und hat dann gleichzeitig hier etwas mehr Platz zum Schauen. Hier haben wir dann einen Zurück- und einen Vor-Button. Wenn wir zurück wollen oder auch wieder dann zurück vom Zurück, können wir dann hier mit drauf gehen. Wir haben hier die Oberfläche für die Strecke, die man sich planen möchte. Hier seht ihr schon, haben wir jetzt 5 Elemente und in der Breite 7 Elemente. Das steht auch hier oben nochmal dann die gesamte Streckengröße. Hier in dem Fall bei 5 und 7 Elementen haben wir eine Streckengröße von 280 mal 200 cm und hier haben wir dann auch direkt den Preis stehen. Da kommen natürlich dann nachher noch die Versandkosten dazu. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Strecke natürlich individuell zu vergrößern. Wir haben hier eine Modulbreite und Höhe von 40 cm. Das heißt, ein so ein Kästchen ist 40 x 40 cm. Deswegen kommen wir hier auch nicht ganz auf die 3 x 2 Meter, die man sonst bei André halt bestellen kann. Deswegen sind wir hier zum Beispiel bei 2,80 Meter x 2 Meter. Ihr könnt aber auch hier über den Button dann hier mit den Pfeilen einfach die Strecke vergrößern oder verlängern. Seht ihr oben dann direkt schon die Streckengröße, die sich geändert hat und auch der geänderte Preis. Wir haben hier, wenn wir hier einmal mit der Maus gedrückt halten, in Länge und Breite, kann ich euch mal eben zeigen, haben wir jetzt 10 Elemente in der Höhe und 16 Elemente in der Breite. Das ist das Maximale, was ihr bestellen könnt. Das bedeutet eine Streckengröße von 6,40 Meter x 4 Meter, was ja schon eigentlich relativ groß ist. Das wäre dann zum Beispiel ein Preis von 360 €. Immer natürlich zuzüglich der Versandkosten. Und wenn wir das auf das Minimum reduzieren, dann kommen wir hier auf eine Strecke in der kleinsten Größe, die ihr wählen könnt oder erstellen könnt, von 1,20 Meter x 80 cm, kostet dann 52 € inklusive Versandkosten. Da ich meine Strecken eigentlich immer auf 2 Meter x 3 Meter auslege und das bei mir oben im Raum auch wunderbar reinpasst, gehe ich jetzt hier wieder auf die 2,80 Meter x 2 Meter Größe. Das sind dann wieder 7 Elemente in der Breite und es waren 5 Elemente in der Höhe, da haben wir dann wieder eine Größe von 2,80 Meter x 2 Meter. Dann haben wir auf der linken Seite die ganzen Streckenteile eingeteilt in verschiedene Kategorien. Die sieht man dann hier oben, wenn man da drauf klickt. Da haben wir dann als erstes die 90-Grad-Kurven. Das natürlich in alle Himmelsrichtungen, wie man sehen kann. Also alle 4 Himmelsrichtungen sind hier natürlich angegeben. Wir haben auch jeweils meistens noch hier so ein Greenfield dabei in den einzelnen Kategorien. Wir haben hier dann zum Beispiel die etwas länger gezogenen Kurven und die ganz engen Kurven, jeweils dann auch mit Curbs. Dann haben wir die nächste Kategorie, sind die 180-Grad-Kurven. Da haben wir dann auch jeweils wieder alle 4 Himmelsrichtungen angedeutet, beziehungsweise die man wählen kann und haben dann auch hier wieder die Curbs. Wir haben hier auch ein bisschen Kiesbett dabei und auch wieder ein paar einzelne Greenfields, die man auswählen kann. Dann haben wir die Doppelkurven, falls ihr mal die Strecke etwas enger planen wollt, dann habt ihr direkt Streckenelemente, wo dann schon beide Kurven mit angedeutet sind. Die gibt es natürlich auch wieder in alle Himmelsrichtungen. Dann haben wir als nächstes das Karussell. Das ist im Grunde das gleiche wie das Karussell am Nürburgring, hier mit Graffiti bestückt. Auch wieder in alle 4 Himmelsrichtungen, die könnt ihr euch dann da einladen. Das gleiche gibt es dann auch nochmal ohne Graffiti, aber auch wieder mit Curbs und mit leichtem Kiesbett und Greenfield drumherum. Dann haben wir natürlich auch, darf nicht fehlen, die Geraden. Einmal die ganz normalen Geraden, dann haben wir natürlich die Geraden mit Pitlanes
oder mit den Startplätzen vorhanden, auch in alle 4 Himmelsrichtungen. Und wir haben Kreuzungen, wenn ihr die einbauen möchtet. Dann haben wir als nächstes natürlich auch die Boxengassen mit den Startplätzen, auch in alle 4 Richtungen, die ihr wählen könnt. Und als letztes dann haben wir noch die gespiegelte Startaufstellung und Boxengasse, falls ihr in eine andere Richtung fahren wollt. Es gibt ja Rechtskurse und Linkskurse. Da könnt ihr dann euch jeweils die Boxengasse mit den Pitlanes auswählen. Und dann gibt es noch die Kreisel, wenn ihr die haben wollt zum Driften. Die gibt es dann auch mit allen Himmelsrichtungen als Ausgänge. Einmal mit Kurvenausgängen und auch einmal mit geraden Ausgängen. Und last but not least haben wir natürlich auch noch ein paar Parkplätze als Deko. Die könnt ihr euch damit einbauen. Und auch hier haben wir noch ein paar Greenfields, die ihr da einplanen könnt. Bei den Pitlanes kann ich am besten erklären, wie man sich die Sachen da einbaut. Ihr könnt entweder mit der Maus jeweils ein Kästchen markieren und dann geht ihr in den Trackbuilder-Bereich rein, klickt dann auf das Feld, wo ihr das haben möchtet und dann wird das halt jeweils da eingebaut. Wenn ihr jetzt so eine Boxengasse habt, könnt ihr natürlich auch die Maus gedrückt halten oder die linke Maustaste und könnt dann auch einen Bereich markieren, den ihr euch einfügen möchtet. Wenn ihr dann auf das Trackbuilder-Feld klickt, dann wird der gesamte markierte Bereich eingefügt. Ihr könnt natürlich auch die Boxengasse beliebig verlängern, wie ihr möchtet. Es bleibt natürlich nicht bei 2 Startplätzen. Dazu könnt ihr zum Beispiel jetzt hier die beiden markieren und euch die zum Beispiel jetzt hier noch einfach daneben setzen, so lange wie ihr möchtet. Und dann, wenn es zu viel ist, könnt ihr mit dem Zurück-Button wieder zurückgehen oder ihr geht mit dem Zurück-Button wieder vom Zurück zurück. Ich gehe hier nochmal wieder zurück, dass das wieder alles leer ist. Ja, also ihr könnt wie gesagt einfach einzeln markieren oder ihr markiert mit gedrückter Maustaste links den Bereich, den ihr euch einfügen wollt. Das kann man natürlich dann hier bei diesen Kurven zum Beispiel auch machen. Müsst ihr dann schauen, wo ihr das hinsetzt. Am besten so ist richtig. Dann könnt ihr dann auch dann dementsprechend euch die Strecke dann planen. Jetzt gehen wir doch nochmal zurück. So, was gibt es noch zu sagen? Die Streckenbreiten, die der andere hier vorgesehen hat, beträgt hier 35 cm. Also ihr habt jeweils immer eine 35 cm breite Strecke, die ihr hier einplant. Die Module sind 40 x 40 cm, habe ich ja schon gesagt. Deswegen kommen auch die Abmessungen hier oben zusammen. Und ich würde sagen, ich plane mir jetzt mal einfach eine Strecke, die ich mir mal so ausgedacht habe, die für mich vielleicht am idealsten ist. Und das zeige ich euch, glaube ich, mal am besten im Schnelldurchlauf. So, jetzt habe ich meine Strecke hier fertig. Ist jetzt ein ganz normaler, einfacher Kurs mit ein paar Elementen, die ihr so verwenden könnt. Für mich reichen jetzt auch die 2 Startplätze erstmal, denn ich fahre meistens sowieso alleine. Was ich aber ganz gut finde, ist rechts rum zu fahren, also mit dem Uhrzeigersinn. Deswegen habe ich mir jetzt diese Pitlane mal ausgewählt, um einen Rechtskurs zu erhalten. Was ich eben noch nicht erzählt habe, dass ihr die Strecke auch speichern könnt, beziehungsweise auch speichern müsst nachher für das Bestellen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht fertig geworden seid mit dem Generieren, zum Beispiel dann auch einen Zwischenstand abspeichern. Dazu müsst ihr einmal auf Strecke speichern klicken. Dann wird die Strecke gespeichert, wie gesagt, aber nicht in irgendeiner Cloud bei Rollrennstrecke, sondern auf eurem PC. Das heißt, wenn ihr nachher mit der Strecke weitermachen wollt, müsst ihr auch dann die Datei haben, wenn ihr die zum Beispiel auf einem anderen PC weitermachen möchtet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr schon Strecken gespeichert habt oder euch von Freunden habt Strecken schicken lassen, könnt ihr die auf eurem PC laden und dann über Strecke laden auch einladen in das Programm oder in den Generator. Dann nehmen wir mal zum Beispiel die hier. Da kommt man dann auch relativ schnell dann an andere Strecken, die schon gespeichert wurden oder halt von anderen Leuten generiert worden sind. Ich wähle jetzt nochmal Strecke laden, meine alte Strecke, die ich bestellen möchte. Wenn ihr die dann bestellen möchtet, dann müsst ihr einmal hier oben auf Jetzt bestellen klicken. Dann kommt auch hier direkt der Hinweis, dass ihr die Strecke speichern müsst. Das könnt ihr auch direkt hier tun, über Strecke speichern, einmal draufklicken. Und dann könnt ihr hier auf Jetzt bestellen draufklicken und kommt in den Bestellvorgang. Hier steht dann auch nochmal die Größe der Strecke, die ihr bestellt habt und auch der Preis. Das sind jetzt bei mir 110 € für die Größe 280 x 2 Meter. Dann habt ihr hier noch 2 Hinweise, dass einmal, da es ja individuelle Strecken sind, ihr kein Umtauschrecht habt. Das heißt, wenn euch die Strecke nicht gefallen sollte, ja, dann habt ihr leider Pech gehabt, ihr müsst sie dann trotzdem behalten.
Und ihr solltet natürlich vorher mal euren Raum oder euer Wohnzimmer ausmessen, ob die Plane auch wirklich in den Master reinpasst. Und dann können wir hier einmal auf den Warenkorb klicken. Dann kommt ihr hier in den Bezahlbereich. Hier kann man dann, wenn man PayPal besitzt, mit Express-Checkout bezahlen. Das geht bei PayPal auch nur mit Express-Checkout, sonst habt ihr keine Möglichkeit mit PayPal zu bezahlen. Wenn ihr aber mit Kreditkarte bezahlen möchtet, dann könnt ihr hier auf zur Kasse gehen. Dann müsst ihr hier einmal eure E-Mail-Adresse eingeben, Name, Adresse, natürlich die Kreditkartennummer und die ganzen anderen Informationen hier drin stehen. Und dann könnt ihr auf kostenpflichtig bestellen klicken. Da ich aber jetzt PayPal besitze, würde ich auch gerne mit PayPal bezahlen. Deswegen gehe ich hier noch einmal zurück, gehe noch einmal in den Warenkorb. Da hat er jetzt eine 2 draus gemacht, dann mache ich jetzt wieder einen draus. 110 Euro. Ich gehe hier auf PayPal. Dann werdet ihr auch schon auf die PayPal-Seite weitergeleitet. Hier müsst ihr euch natürlich auch noch einmal anmelden. Und dann könnt ihr mit PayPal natürlich auch bezahlen. Dann gelangt ihr hier auf die Checkout-Seite. Hier seht ihr auch nochmal die Versandkosten von 15,90 Euro. Die Lieferadresse, Rechnungsadresse. Dann müsst ihr ja einmal bei zusätzlicher Informationen eure Telefonnummer eingeben für die Spedition. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch eine Nachricht hinterlassen, die kann der André dann wahrscheinlich lesen. Und wenn ihr einen Rabattcode habt, könnt ihr den natürlich auch hier eingeben. Hier sieht man nochmal die Gesamtpreise, 110 Euro für die Strecke, 20 Euro sind die Mehrwertsteuer dabei, 15,90 Euro der Versand. Ihr bezahlt also für die 2,80 Meter mal 2 Meter Strecke insgesamt 125,90 Euro. Und wenn ihr die bestellen wollt, dann klickt ihr hier auf kostenpflichtig bestellen und go. Dann bekommt ihr nochmal eine kleine Übersicht und der Hinweis, wenn du im Trackbuilder eine Strecke erstellt und gekauft hast, kannst du hier deine Streckendatei mit der Auftragsnummer aus der E-Mail hochladen. Das ist ganz wichtig, denn ihr müsst jetzt eure E-Mails abrufen. Dort steht eine Auftragsnummer dran und dann müsst ihr, wenn ihr die Strecke wirklich auch dann jetzt real bestellt, die Strecke nochmal hochladen, die ihr vorher gespeichert habt. Deswegen müsst ihr die auch vorher speichern, weil sonst kann der André die nicht drucken lassen. Das heißt, ihr müsst einmal in euer E-Mail-Postfach reingucken, die Auftragsnummer aussuchen und dann hier auf Upload gehen. Das machen wir jetzt mal eben ganz kurz. Hier haben wir dann die E-Mail von Rollrennstrecke. Hier steht nochmal vielen Dank, bla bla bla, die Größe der Strecke, Preis und hier steht die Bestellnummer drin. Die muss man sich jetzt hier einmal am besten rauskopieren. Dann hier nochmal die kleine Übersicht. Da klicken wir dann einmal zum Upload. Dann kommen wir hier auf die Upload-Seite. Hier gebt ihr nochmal euren Namen ein. Dann könnt ihr hier die Auftragsnummer reinkopieren. Die Datei, die ihr gespeichert habt, müsst ihr jetzt hier einmal hochladen. Das ist diese. Die könnt ihr natürlich auch umbenennen, wie ihr möchtet. Dann müsst ihr natürlich wieder die Nutzungsbedingungen akzeptieren, wie immer. Oder beziehungsweise warten, bis der Upload fertig ist. Jetzt. Dann können wir hier einmal die Nutzungsbedingungen bestätigen und die Strecke hochladen. Dann seht ihr hier schon im Ziel, deine Strecke wurde erfolgreich hochgeladen und somit auch offiziell bestellt. Jetzt dauert es ungefähr 3 bis 4 Tage, bis die Strecke dann produziert ist und bei euch ankommt. Und darauf warten wir jetzt. Meanwhile. Ihr könnt natürlich den Trackbuilder nicht nur am PC verwenden, sondern zum Beispiel auch hier mit einem iPad. Dazu auch einfach wieder auf rollrennstrecke.de gehen, in den Editor reinklicken und dann können wir hier auf Jetzt starten gehen. Dann habt ihr eigentlich genau die gleiche Oberfläche wie am PC. Wir haben hier oben das Plus-Minus-Zoom-Symbol, wir haben Vor- und Zurück-Button, wir haben Strecke speichern, Strecke laden und den Jetzt-Bestell-Knopf. Hier oben sehen wir wieder die Streckengröße und den Preis. Hier haben wir wieder die Editorfläche, wo wir die ganzen Flächen 40 x 40 cm angedeutet haben. Höhe und Breite können wir hier eingeben, zum Beispiel einfach nur einklicken und dann die Höhe bzw. Breite ändern. Dann ändert sich auch hier oben wieder der Preis und die Größenangabe. Hier auf der linken Seite haben wir die einzelnen Elemente, die ihr auswählen könnt zum Einfügen. Und auch die einzelnen Kategorien könnt ihr hier auch wieder auswählen, wie am PC, die ihr dann einfach nehmen könnt. Wenn wir ein Element auswählen möchten, dann können wir mit einem einfachen Tab auf das Element das markieren und dann in den Editor einklicken und das einfach einfügen. Dann hier mit der Zurück-Taste wieder zurückgehen. Wenn wir hier den ganzen Bereich markieren wollen, müssen wir einen Double-Tap machen und gedrückt halten und dann können wir dann mit dem Finger einfach die Flächen ziehen und markieren, die wir haben möchten und dann auch mit einem einfachen Tab auf den Editor das gesamtmäßig einfügen. Und dann, wie gesagt, die Strecke nicht vergessen zu speichern und dann jetzt bestellen klicken. Also alles genauso wie am PC. Ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, dass man das auch hier mit einem iPad zum Beispiel machen kann. 2000 years later.
So, dann zeige ich euch nochmal ein paar Details der Strecke, die im Trackbuilder ja nicht so richtig rüberkommen, wie auf der gedruckten Strecke nachher. Daher zeige ich euch jetzt nochmal das Ergebnis meiner bestellten Strecke. Wir haben hier natürlich wieder eine ganz normale PVC-Plane, wie bei den Standard-Rollrennstrecken, mit einem Gewicht von 456 Gramm pro Quadratmeter. Und die Strecken sind natürlich auch wieder UV-echt und witterungsbeständig. Dann zeige ich euch mal ein paar Details, wie zum Beispiel der Asphalt, der auch hier wieder sehr schön strukturiert gestaltet ist, wie man das von André und Rollrennstrecke kennt. Auch die Curbs sind hier wieder sehr schön gemacht worden, auch wenn wir hier weniger Reifenspuren drauf haben, wie man das vielleicht von anderen Rollrennstrecken her kennt. Aber durch die Modulbauweise ist man hier natürlich auch ein bisschen eingeschränkter. Auch das Karussell ist wieder sehr schön gemacht worden, mit den ganzen Graffitis hier drauf, die auch so ein bisschen abgenutzt aussehen. Das sieht wirklich richtig cool aus, lohnt sich also, den irgendwie in der Strecke einzubauen. Die Übergänge von der Strecke auf den Rasenteil bzw. auf das Kiesbett sind hier auch sehr schön gemacht. Das Kiesbett und die Rasenfläche haben hier auch etwas mehr Struktur, als wie man das im Trackbuilder teilweise erkennen kann. Das finde ich auch sehr schön gemacht, auch wenn hier durch die Modulbauweise vielleicht etwas weniger Details untergebracht werden, wie bei den fertigen Rollrennstrecken. Die Boxengasse hat natürlich auch wieder viele schöne Details. Hier mit den ganzen Pflastersteinen, die wirklich auch sehr schön gemacht worden sind. Auch die Stellfläche für die Autos sind ein bisschen abgenutzt dargestellt. Wir haben hier noch eine Ablaufrinne mit drin und natürlich auch den Schriftzug und das Logo von Rollrennstrecke. Und natürlich haben wir hier auch noch eine Start- und Ziellinie, die aber auch hier keine Funktion für die zum Beispiel Drift- oder Carrera-Autos hat. Dafür braucht ihr dann die Start-Ziel-Targets, die es natürlich auch von Rollrennstrecke gibt. Hier in den engen 90-Grad-Kurven hat der André im Inneren eine grüne Asphaltfläche vorgesehen, wo man halt mit dem Auto so drüber fahren kann. Das ist jetzt hier in grüner Betonoptik und hat dadurch natürlich eine harte Kante, auch wegen der Modulbauweise. Das fällt natürlich auch etwas auf und da ist jetzt die Frage, findet ihr das so besser oder wäre es euch lieber, wenn die Optik hier zum Beispiel genauso wie die Wiese wäre, mit dem leicht dreckigen Rand, dass man den Übergang hier gar nicht mehr so sieht, dafür aber dann auf die Betonfläche verzichtet? Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, denn ich denke mal, das sind so Punkte, die der André dann auch anpassen oder ergänzen kann. Ich finde, vom Detailgrad her ist die eigenkreierte Rennstrecke wirklich sehr schön, auch wenn man hier bedingt durch die Modulbauweise auf ein paar Details vielleicht verzichten muss und man ab und zu mal ein paar leichte Übergänge im Asphalt sieht, was aber jetzt überhaupt nicht negativ auffällt. Dafür bekommt ihr hier wirklich eine eigene individuell gestaltete Rennstrecke, die genau auf eure Bedürfnisse angepasst ist. Und ich denke mal, da kann man auch auf ein paar kleine Details verzichten. Außerdem habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, selbst mit Dekoration die Strecke schön zu gestalten. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Strecke und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Fahrvideos, wo ich einmal mit den Driftautos von Sturmkind, einmal mit dem Porsche von Carrera Hybrid und einmal mit dem Pocket Racer von FM Electrics bzw. pocketracers.de fahre und dann gibt es zum Abschluss noch ein kleines Fazit.
Am Ende natürlich auch hier ein kurzes Fazit. Ich finde die Idee und die Umsetzung vom André echt cool. So kann sich jeder seine eigene Strecke bauen, so wie er das gerne möchte. Und die Qualität ist wie von Rollstrecke gewohnt auch wieder sehr gut. Ihr habt ja auch gesehen, wie einfach das geht und wie simpel der Trackbuilder aufgebaut ist. Und vor allem das Erstellen der Tracks ist natürlich komplett kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ihr müsst später nur die eigentliche Strecke bezahlen, die ihr dann wirklich bestellt. Es kommen natürlich auch immer noch weitere Modulelemente dazu. Das ist jetzt erstmal der Anfang und es fehlen hier und da auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel bei den Kreiseln noch ein paar entgegengesetzte Ausgänge und so weiter. Aber das wird dann nach und nach alles vom André noch ergänzt. Ihr könnt auch hier unten in die Kommentare gerne eure persönlichen Wünsche reinschreiben. Das wird der André dann auch beobachten und ich werde es ihm auch weitergeben. Dann kann er nämlich noch besser auf eure Wünsche eingehen und den Trackbuilder entsprechend erweitern oder anpassen. Ich habe auch zum Beispiel schon munkeln gehört, dass es demnächst schon die ersten Rallycross-Elemente im Trackbuilder geben soll. Also seid gespannt, was dort noch alles kommt. Was ich noch nicht gezeigt habe, dass es auf der Rollrennstrecke-Homepage auch einen Showroom gibt, wo ihr eure Strecken mit anderen Usern teilen könnt und natürlich auch Strecken von anderen Usern herunterladen könnt. Dazu könnt ihr einfach nur auf Strecke laden klicken, wenn ihr eine passende Strecke gefunden habt, die ihr produzieren lassen wollt. Oder wenn ihr eure eigene Strecke zur Verfügung stellen möchtet, könnt ihr hier unten euren Namen und einen Streckennamen eingeben und dann eure gespeicherte Strecke hier hochladen und dann teilen. Finde ich auch eine sehr coole Sache. Wie ihr auch im Video gesehen habt, könnt ihr die Rennstrecken nicht nur für die Driftautos von Sturmkind verwenden, sondern natürlich auch für die neuen Carrera Hybrid Autos. Und wie gesehen bin ich auch mit den Pocket Racern darüber gefahren. Das funktioniert auch super, also wirklich vielseitig einsetzbar. Wichtig ist natürlich nochmal zu erwähnen, dass wenn ihr eine individuelle Strecke beim André bestellt, dass sie dann von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen ist. Außer es ist natürlich grob irgendwas falsch. Dann gibt es, denke ich mal, genauso Garantie wie auf jede andere Strecke. Ansonsten gibt es natürlich kein Unterschrecht bei Nicht-Gefallen. Ich denke, es ist alles gesagt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Trackbuilder und wie gesagt, gerne eure Wünsche in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo und Glocke nicht vergessen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.